Die Besteuerung der Renten geht weiter. Liebe Rentner, wacht endlich auf. Aus aktuellem Anlass möchte ich mich heute hier an die Rentner wenden, die sich bisher vehement geweigert haben, eine Steuererklärung zu machen, der Meinung sind, ich brauche als Rentner keine Steuererklärung zu machen, oder eben sagen, wenn das Finanzamt was von mir möchte, dann wird es sich schon melden. Das ist eine ganz, ganz fatale Denkweise, die Sie unheimlich teuer zu stehen kommen kann. Ich habe ein brandaktuelles Beispiel, jetzt ganz aktuell, das ich Ihnen unbedingt hier in diesem Video zeigen möchte. Mein Name ist Jutta Martin. Ich leite seit 1993 eine Beratungsstelle, seit 1993 eine Beratungsstelle eines Lohnsteuerhilfevereins und bin Autorin mehrerer Steuerratgeber und von Online-Kursen zum Thema Steuererklärung. Schauen Sie sich das Video unbedingt bis zum Ende an und sichern Sie sich inzwischen schon mal hier unter dem Video einen der kostenlosen Reporte zur Vorbereitung der Steuererklärung. Ja, meine lieben Zuschauer, ich bin immer bemüht, Ihnen alles so praxisnah wie möglich darzustellen. Das ist immer viel verständlicher und bleibt besser im Kopf hängen. In dem heutigen Video geht es um ein ganz konkretes Beispiel, um die Mutter eines guten Freundes unserer Familie. Die Mutter ist 87 Jahre alt, seit 13 Jahren verwitwet, bekommt also Altersrente und Witwenrente und wäre somit schon lange verpflichtet, eine Steuererklärung abzugeben. Sie hat zwei Einkunftsarten, Altersrente, Witwenrente. So, jetzt muss ich mal gucken. So, wir haben öfter, oder unser Freund hat mit seiner Mutter öfter das Thema angesprochen. Sie wohnt ja in einer Großstadt, in einem Hochhaus, also wo man auch viele Leute trifft und ja, die unterhalten sich natürlich. Und es wohnen da viele Rentner in dem Block und die waren alle der Meinung, also uns geht das nichts an, wir sind Rentner, wir brauchen keine Steuern zu zahlen. Ja, so gut, so schön. Der Sohn, unser Freund, ließ nicht locker und sagte, Mutter, irgendwann kommt das Finanzamt. Das interessiert mich alles nicht so. Aber er bemühte sich dann nach und nach, die ganzen Unterlagen zusammenzutragen und war also schon vorbereitet. Ja, liebe Zuschauer, vorige Woche kam der Brief vom Finanzamt in das Haus unserer Witwe, unserer Rentnerin, geflattert. Das Datum von dem Brief ist der 27. Oktober. Ich blende Ihnen das Schreiben auch gleich mal hier kurz ein. Und der Abgabetermin ist der, ich muss mal gucken, der 24.11. Also an einem Mittwoch war das Schreiben verfasst und 4 Wochen später, an dem Mittwoch, war der Abgabetermin schon festgesetzt. Das heißt also, die Rentnerin hat in dem Fall weniger als 4 Wochen Zeit, denn oft dauert es 2, 3, manchmal auch sogar 4 Tage, ehe die Post von den Finanzämtern bei den Leuten ankommt. Ja, na jedenfalls waren wir vorbereitet. Wir haben letztendlich auch die Steuererklärungen letzten Freitag alle machen können, weil unser Freund sich eben drum gekümmert hat und er hatte auch seine Mutter schon vorbereitet, dass sie auf jeden Fall nachzahlen muss. Aus meiner Sicht nochmal ein Appell an Sie, liebe Rentner. Sie nehmen ja auch die Annehmlichkeiten unseres Staates in Anspruch, die aus Steuergeldern finanziert werden. Das jetzt nur mal am Rande. Aus Steuergeldern finanziert werden zum Beispiel das komplette Verkehrswesen, also nicht nur die Straßen, Autobahnen, alles was zum Verkehrswesen gehört, und die nutzen Sie auf jeden Fall. Das Gesundheitswesen, das Bildungswesen und noch einige andere Sachen. Warum weigern Sie sich dann so vehement, Steuern zu zahlen? Und wenn Sie als Rentner Steuern zahlen müssen, dann geht es Ihnen eigentlich als Rentner gut. Dann bekommen Sie eine gute Rente. Machen wir mal weiter. Also ich hatte ja kurz erwähnt, das Schreiben war vom 27. Oktober, sodass nicht mal mehr ganz 4 Wochen Zeit sind bis zum Abgabetermin vom 24.11. Würde jetzt der 24.11. nicht eingehalten werden und Sie würden die Steuererklärung in dem Fall erst am 2. Dezember zum Beispiel beim Finanzamt einreichen, sind 2 angefangene Monate, die Sie versäumt haben, nämlich der November und die 2 Tage im Dezember, würden schon zweimal 25 € Säumniszuschläge berechnet werden. Und das ist wirklich heftig, ja. Deswegen also immer die Termine schön einhalten. Ja, jedenfalls haben wir letzten Freitag die Steuererklärungen für 4 Jahre fertig gemacht. Ja, also
Einige haben da die Unterlagen gar nicht mehr zusammen. Was brauchen sie? Sie brauchen, wenn Sie jetzt eine Software verwenden, die Rentenbezugsmitteilungen zur Vorlage beim Finanzamt für die Jahre 17, 18, 19, 20. Wir brauchen die Nebenkostenabrechnungen. Also sie wohnt in dem Fall im Hochhaus, hatte ich ja erwähnt, also kriegt sie eine Nebenkostenabrechnung. Dann die Versicherungen, also private Haftpflicht, Krankenzusatzversicherung waren es in diesem Fall. Und dann natürlich ja die Gesundheitskosten, also die gesetzlichen Zuzahlungen, Arztrechnungen, Zahnarzt und was da so alles zusammenkommt. Ja, und was kam als Ergebnis raus? Also ich sage Ihnen, eine ganz schöne Nachzahlung. Es ist auch eine sehr hohe Monatsrente, die sie bekommt. Ich muss mal hier blättern. Also im Jahre 2017 betrug die Bruttomonatsrente 2180 Euro. Im Jahr 2020 betrug die Bruttomonatsrente schon 2454 Euro. Und das ist viel, viel mehr als manche Arbeitnehmer monatlich bekommen, die eine 40-Stunden-Woche, manchmal sogar im Schichtsystem arbeiten. Ja, und wer dann so ignorant ist und sagt, ich zahle keine Steuern, ist einfach wirklich verbohrt, weiß ich nicht. Es geht ihnen doch gut und da können sie auch einen Teil dem Gemeinwesen abgeben. Also alles zusammen betragen die Nachzahlungen, ich blende sie gleich mal ein, 3.199 Euro. Hinzu kommen die Beiträge für die 4 Jahre für den Mitgliedsbeitrag für den Lohnsteuerverein. Das sind 430 Euro für die 4 Jahre. Und ja, das macht zusammen 3.629 Euro plus Zinsen. Noch werden die Zinsen festgesetzt. Ja, da sind einige Sachen am Laufen. Aber erstmal werden pro angefangenen Monat diese 0,5% Nachzahlungszinsen festgesetzt. Müssen wir abwarten. Ob ja und in welcher Weise Säumniszuschläge jetzt in diesem Fall bei den Rentnern festgesetzt werden, kann ich Ihnen nicht sagen. Also ich habe bis jetzt in meiner Praxis nur Säumniszuschläge bei Arbeitnehmern festgesetzt bekommen, die ihren Termin nicht gehalten haben. Ja, dann waren wir soweit. Also ich möchte nochmal darauf hinweisen, wer jetzt hier Rentner ist, liebe Rentner, jeder ist für sich alleine verantwortlich, zu prüfen oder prüfen zu lassen, ob sie steuerpflichtig sind oder ob nicht. Also wirklich zu sagen, naja, wenn die was von mir wollen, die werden sich schon melden. Ja, wenn die sich melden, dann ist es meistens zu spät und dann wird es richtig teuer. Ja, viele meckern über das Thema Steuern oder nehmen es auf die leichte Schulter und sagen, berührt mich nicht, betrifft mich nicht. Aber glauben Sie mir, es wird keiner vergessen. Meckern und schimpfen hilft da einfach nichts und das Finanzamt, das hat sowieso den längeren Arm. Kümmern Sie sich um Ihre Steuern, damit es Sie nicht trifft wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Also die Beträge, die summieren sich wirklich ganz schnell so zwischen 3.000 und 5.000 Euro. Das habe ich jetzt schon einige Male erlebt. Schreiben Sie mir unten in die Kommentare, zu welchen Themen Sie gerne noch Videos hätten. Ansonsten vielen Dank fürs Anschauen. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Jutta Martin.